Das wurde sehr oft gefragt. Was wir vermissen aus Deutschland. Und Jo. was vermissen wir? Was vermisst du denn? Die Jahrelang hielt sich Manuela Reimann anmutig im Hintergrund. Eine hingebungsvolle Mutter, eine treue Ehefrau und das Herz des stillen Erfolgs der Familie Reimann, aber jetzt, mit 56 Jahren, tritt sie hervor mit einer Wahrheit, die niemand hat kommen sehen. Nach jahrzehntelangem Schweigen hat Manuela Reimann endlich ihr Schweigen gebrochen und was sie enthüllt hat, löst bei Fans und Anhängern gleichermaßen Schockwellen aus. Verlieren Sie dieses Video nicht aus den Augen, denn jede Sekunde birgt ein Geheimnis, das Sie bis zum letzten Wort fesseln wird. Sind Sie der Meinung, dass Personen des öffentlichen Lebens uns die Wahrheit über ihr Privatleben schuldig sind? Kommentieren Sie unten mit Ja oder Nein, wir lesen jede Antwort. Also, was genau hat Manuela gesagt? Und warum jetzt? Holen, fühlen und erleben wir Manuela Reimanns Lebensweg. Eine Reise voller Tränen, Kraft und Wiedergeburt. Eine Reise der Selbstverwirklichung und des Unternehmertums. In der deutschen Reality-TV-Szene ist Manuela Reimann weit mehr als nur eine bekannte Figur. Geboren wurde sie am 23. September 1968 in der beschaulichen Stadt Bruchsal in Baden-Württemberg. In einer Gesellschaft, in der Individualität, Mut und Unternehmergeist gefragt sind, ist sie die Verkörperung des modernen Ziels der Selbstverwirklichung. Ihr Lebensweg gleicht einer vielschichtigen Erzählung, bestehend aus bescheidenen Anfängen, hohen Zielen und Triumphen auf globaler Ebene sowie herzlichen Sequenzen mit ihrer Familie. Manuela war schon immer eine Frau mit starken Überzeugungen, seit sie als Kind in den friedlichen Vierteln von Bruchsal und dann in Münster aufwuchs. Schon früh zeichnete sich ihre Leidenschaft für das Handwerk ab, die sie in einer traditionellen Hamburger Schneiderei weiter ausbaute. Doch es sollte nicht bei der stillen Arbeit an der Nähmaschine bleiben, das Leben hielt mehr für sie bereit. Im Jahr 1988 kam es dann zu einem entscheidenden Wendepunkt. Durch ihre Heirat mit einem Amerikaner hat sie ein neues Kapitel aufgeschlagen, das sie weit über die Grenzen Deutschlands hinausführen soll. Die Entscheidung, ihre Heimatstadt zu verlassen, ist ihr nicht leicht gefallen. Trotzdem gelang es Manuela, die Kluft zwischen ihrem deutschen Erbe und dem amerikanischen Streben zu überwinden. Sie nahm ihren Mann und ihre beiden Kinder mit und tauchte in eine Gesellschaft ein, die ihnen völlig fremd war. Doch sie stammte nicht aus einem vertrauten Umfeld und ihr Wunsch nach Erfolg und Unabhängigkeit war stärker als je zuvor. Mit der Gründung des Kinderbekleidungsunternehmens Just Kiddies im Jahr 2002 bewies Manuela einmal mehr ihre Stärke und Originalität in der Designbranche. Dieses Label wurde nicht nur zu einem Spiegelbild ihrer Begeisterung für Kinder und Mode, sondern auch zu einem Zeichen für Qualität und Flair. Es war der Beginn ihres Abenteuers in der Welt des Unternehmertums, das sie bald in viele verschiedene Richtungen führen sollte. Manuela steht im Mittelpunkt dieser Geschichte, die sich um die Familie Reimann rankt, die für ihren exzentrischen Lebensstil bekannt ist. Nach ihrer Übersiedlung in die Vereinigten Staaten übernahm sie die Verantwortung für die Verwaltung zahlreicher Renten im Bundesstaat Texas. In dieser Funktion bewies sie nicht nur ihr Organisationstalent, sondern auch ihr freundliches und mitfühlendes Wesen. Doch die Welt des Fernsehens wartete bereits auf sie. Auf Hawaii konnte sich Manuela auch einen ganz besonderen Wunsch erfüllen. An Bord eines zum mobilen Laden umgebauten Busses eröffnete sie einen mobilen Laden, in dem sie handgefertigte Waren anbot. Dieses außergewöhnliche Geschäftsmodell war nicht nur Ausdruck ihrer Leidenschaft für Kreativität, sondern auch ein Zeichen für ihre Fähigkeit, andere mit unkonventionellen Ideen zu motivieren. Durch die Popularität der Reality-Fernsehformate Die Reimanns, ein außergewöhnliches Leben und Willkommen bei den Reimanns gelang es Manuela, ein Millionenpublikum zu gewinnen. Diese Präsentationen geben einen Einblick in das Leben einer Familie, die sich von der Mehrheit der Familien unterscheidet. Frech, ungehemmt, ungewöhnlich und immer voller Lebensfreude. Die natürliche Persönlichkeit, die Offenheit und der ausgeprägte Familiensinn von Manuela sind die Gründe, warum sie beim Publikum so beliebt ist. Sie ist nicht nur die mutige Frau, die ihrem Mann zur Seite steht, sondern auch das emotionale Zentrum der Reimanns, die mit viel Humor und Entschlossenheit jedes Hindernis souverän überwinden können. Doch hinter dem Glanz und den Erfolgen, die Manuela Reimann erreicht hat, steht auch eine Geschichte voller Entbehrungen, die ihr Leben stark beeinflusst haben. Insbesondere die schwierige Zeit, die sie während ihrer ersten Ehe durchlebte und die gleichzeitig den Grundstein für ihr heutiges Selbstwertgefühl als starke und selbstständige Frau legte. Die Reise von der Ehe zur Scheidung. Man schrieb das Jahr 1987 und Manuela, damals noch Anfang 20, war auf einer Reise nach Hamburg,
als sie einem jungen amerikanischen Geschäftsmann begegnete. Die Welten der beiden hätten nicht unterschiedlicher sein können. Sie, das Mädchen aus Bruchsal, das aus einfachen Verhältnissen stammte und eine Leidenschaft für das Schneidern hatte. In seinem Beruf war er ein Mann aus den Vereinigten Staaten, der für seinen Charme und seine Aufgeschlossenheit bekannt war. Er ist viel gereist, es gibt jedoch Situationen, in denen ein einziger Augenblick genügt, um zwei Herzen zusammenzubringen. In kürzester Zeit entwickelte sich aus ihrer Begegnung eine leidenschaftliche Beziehung, die von einer Fernbeziehung, ähnlichen Zielen und der Suche nach dem Unbekannten angetrieben wurde. Schon nach wenigen Monaten stand Manuela kurz vor der Entscheidung, ihr bisheriges Leben, ihre Familie und ihre Nachbarschaft aufzugeben. Es war im Sommer 1988, als sie ihrem amerikanischen Geliebten das Wort Ja sagte und den Mut hatte, den ersten Schritt ins Ungewisse zu tun. In den ersten Jahren der Ehe herrschte ein Gefühl der Unruhe in der Umgebung. Das junge Paar siedelte in die Vereinigten Staaten über, wo sich Manuela allmählich an eine Kultur gewöhnen musste, die sich deutlich von ihrer eigenen unterschied. Die Fürsorge für die junge Familie und die Anpassung an die neue Gesellschaft brachten jedoch auch erste Unzulänglichkeiten mit sich. Manuelas Leben drehte sich immer um die Erziehung ihrer beiden Kinder Janina und Jason. Dies war ihr ganzes Leben lang der Fall. Andererseits war es für sie schwierig, die Hindernisse zu überwinden, darunter die Arbeit, die Sprache und die hohen Erwartungen ihres Mannes. In späteren Interviews beschreibt Manuela, dass sie oft das Gefühl hatte, zwischen zwei verschiedenen Welten zu schweben. Ihr tief verwurzelter Wunsch nach Intimität und Geborgenheit auf der einen Seite und die strengen Normen der amerikanischen Kultur auf der anderen Seite, an die sie sich halten muss. Es gab Zeiten, in denen sie sich nicht wieder erkannte und sich fragte, ob es die richtige Entscheidung war, ihr bisheriges Leben völlig aufzugeben. Im Laufe der Zeit veränderte sich nicht nur Manuela, sondern auch ihr Ehepartner. Eine Situation, die zunächst wie ein ideales Märchen aussah, wurde nach und nach durch Unstimmigkeiten, Missverständnisse und unlösbare Konflikte verdunkelt. Es kam zu heftigen Meinungsverschiedenheiten und zunehmenden Spannungen zwischen den beiden, so berichten Freunde, die zu dieser Zeit dabei waren. Da Manuela sich stets bewusst darum bemühte, ihr Privatleben aus dem Rampenlicht herauszuhalten, bekam die Öffentlichkeit in dieser Zeit nicht viel mit. Hinter verschlossenen Türen hingegen begann ein erbitterter Kampf um Identität, Selbstbestimmung und das Recht auf ein glückliches Leben. 1995 war das Jahr, das den unvermeidlichen Schlusspunkt setzte. Der Entschluss, sich scheiden zu lassen, war für Manuela nach 7 Jahren Ehe der letzte Strohhalm. Dieser Schritt bedeutete für sie nicht nur eine persönliche Emanzipation, sondern auch den Beginn eines Neuanfangs. Es fiel ihr schwer, ihr Leben völlig neu zu ordnen, zumal sie von 2 kleinen Kindern begleitet wurde. Die Last der Vergangenheit und die ungebrochene Hoffnung auf eine bessere Zukunft lasteten schwer auf ihr, da sie damals weit weg von ihrer Frau reiste. Manuelas Hoffnungen für die Zukunft wurden durch die Trennung nicht zunichte gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Genau zu dieser Zeit begann sie, sich neu zu definieren, wer sie war. Obwohl sie allein war und die Aufgabe hatte, für ihre Kinder zu sorgen, bemühte sie sich nach Kräften um wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Modebranche, die sie schon als Kind in ihren Bann gezogen hatte, wurde schließlich zu ihrem wichtigsten Anker. Im Jahr 2002 gründete sie mit viel Leidenschaft und unnachgiebiger Entschlossenheit ihr eigenes Unternehmen für Kindermode, Just Kitty. Durch die Kombination ihres ausgeprägten Gespürs für Mode und des praktischen Know-hows, das sie im Schneiderkurs erworben hatte, konnte sie schnell erste Erfolge verbuchen. Die Marke stand nicht nur für schöne Kinderkleidung, sondern auch für ein Stück Unabhängigkeit und Einzigartigkeit, nach der Manuela in ihrem Leben von ganzem Herzen sucht. Auch wenn die Ehe nicht funktionierte, war sie doch ein prägendes Ereignis für Manuela und hat ihr Leben unauslöschlich geprägt. Ihre beiden Kinder, Janina und Jason, waren für Manuela immer die wichtigste Stütze in ihrem Leben. Eine Reise durch Leben und Geschäft. Die Bedeutung, die Manuela der Vermittlung von Tugenden wie Selbstvertrauen, Mut und Solidarität beimaß, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Eigenschaften, die es ihr ermöglichten, auch im Angesicht von Widrigkeiten widerstandsfähig zu bleiben. Nach den schwierigen Jahren, die Manuela in ihrer ersten Ehe verbrachte und die ihr halfen, sich zu entwickeln und widerstandsfähiger zu werden, stand ihr plötzlich ein neues Kapitel voller Hoffnung, Liebe und einem gemeinsamen Ziel offen. Im Jahr 2003 wurde sie auf unerwartete Weise mit dem Schicksal konfrontiert und es bot sich ihr die Gelegenheit, ihr Leben neu zu gestalten.
Manuela lernte Conny Reimann kennen, ein Mann, dessen Lebendigkeit und Lebensfreude sie schnell in ihren Bann zogen. Diese Begegnung fand in einer pulsierenden internationalen Stadt statt, die mehr als jede andere für irrationale Sehnsüchte und Neuanfänge steht. Bei einer Veranstaltung für deutsche Auswanderer in Las Vegas trafen die beiden aufeinander und ihre Lebenswege und Erfahrungen kreuzten sich. Manuela wurde sofort auf Conny aufmerksam, einen extravaganten Geschäftsmann, der in Deutschland bereits ein bekannter Reality-TV-Star war. Connys Art war freundlich und witzig zugleich und es dauerte nicht lange, bis Manuela ihn entdeckte. Was mit einem lockeren Gespräch begann, entwickelte sich sehr schnell zu einer tiefen Beziehung. Diese Verbindung entstand aus gegenseitigem Respekt, gemeinsamen Lebenszielen und einer starken Sehnsucht zwischen den beiden. Im Jahr 2003 schenkten sich Manuela und Conny gegenseitig das Geschenk des Jahres in der Stadt der Lichter. Dies geschah nur wenige Monate nach ihrer ersten Begegnung. Es diente beiden als Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft und war gleichzeitig ein symbolischer Ort für einen Neuanfang. Eine neue Familie und ein neues Zuhause waren die Geschenke, die Manuela durch die Heirat mit Conny erhielt. Außerdem entschieden sie sich, mit ihren Kindern und Connys Kindern aus erster Ehe in die Vereinigten Staaten von Amerika auszuwandern. Die neue Basis wurde rasch in Texas eingerichtet. Es ist ein Land, das reich an Möglichkeiten, aber auch reich an Arbeitskräften ist. Manuela hat in Conny nicht nur einen Lebensgefährten gefunden, sondern auch einen Geschäftspartner und einen Freund vor der Kamera. Als Paar wurden sie zu einem der bekanntesten Paare in der Geschichte des deutschen Reality-Fernsehens. In Formaten wie Die Reimanns, Ein außergewöhnliches Leben oder Willkommen bei den Reimanns wurde die Geschichte einer Familie erzählt, die beharrlich ihre Ziele verfolgte und häufig gegen gesellschaftliche Normen und Erwartungen ankämpfte. Die Anwesenheit von Conny an ihrer Seite ermöglichte es Manuela, ihr Bewusstsein für das Potenzial von Geschäftsunternehmungen zu schärfen. Sie haben gemeinsam eine Reihe von Unternehmen gegründet, angefangen mit Familienpensionen in Texas bis hin zu einem Kunsthandwerksladen auf Hawaii, der zu einem beliebten Treffpunkt für Besucher und Einheimische wurde, hat das Unternehmen einen langen Weg zurückgelegt. Das alltägliche Leben war alles andere als typisch. Während ihrer gemeinsamen Zeit zog die Familie zwischen Texas und Hawaii hin und her, betrieb das Familienunternehmen und kümmerte sich um die Kinder, während sie immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert wurde. Ganz gleich, ob es sich um schlechtes Wetter, bürokratische Hindernisse oder die Anforderungen der Medienbranche handelt. Andererseits war es gerade diese Anpassungsfähigkeit, die den Lebensweg der Reimanns für die Zuschauer so fesselnd machte. Manuela hat ein außergewöhnliches Talent bewiesen, indem sie eine Vielzahl von Rollen erfolgreich gemeistert hat. Sie ist nicht nur eine hingebungsvolle Mutter, sondern auch eine erfinderische Geschäftsfrau, eine amüsante Fernsehpersönlichkeit und eine zuverlässige Begleiterin. Hawaii mit seinen atemberaubenden Aussichten und der entspannten Kultur der Insel wurde schnell zu einem Ort, an dem die Menschen davon träumten, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Während ihrer Zeit dort bauten Manuela und Conny einen mobilen Laden in Form eines vergrößerten Busses auf, in dem sie von Kunsthandwerkern hergestellte Dinge verkauften. Ein Konzept, das die ideale Kombination aus Erfindergeist, unternehmerischer Energie und Reiselust verkörpert. Außerdem entdeckte Manuela, dass dieser Ort ihr die Möglichkeit bot, ihr einzigartiges Interesse für Mode und Kunsthandwerk wieder aufleben zu lassen. Durch die Teilnahme an Workshops und anderen intimen Zusammenkünften zeigte sie den Gästen ihre Leidenschaft für Design, erzählte persönliche Anekdoten und knüpfte fruchtbare Beziehungen zu lokalen Künstlern. Die Popularität und die mediale Aufmerksamkeit, die sie durch ihre Arbeit im Reality-Fernsehen erhielt, stellten eine ganz besondere Herausforderung dar. Manuela brauchte nicht lange, um herauszufinden, wie sie einen Kompromiss zwischen dem Schutz ihrer Familie und dem Dienst am Gemeinwohl finden konnte. Es war ihr wichtig, ihre Authentizität zu bewahren und dem Publikum einen echten Einblick in die Handlungen und Abläufe der Reimann-Mitglieder zu geben. Mit all seinen vielen Schwierigkeitsgraden und unerwarteten Wendungen. Ihre sympathische Persönlichkeit und ihr beharrliches Engagement für ihre Familie machen sie zur wichtigsten Figur des Programms. Doch trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit bewahrte die Familie ihr bescheidenes Auftreten. Manuela fand, dass die einfache Freude am Zusammensein mit ihren Freunden, die gemeinsamen Urlaube in der Natur und das einfache Zusammensein ihr die Kraft und Inspiration gaben, die sie regelmäßig brauchte. Aufgrund ihrer tiefen Verbundenheit und ihres gegenseitigen Verständnisses war die Beziehung von Manuela und Conny eine der bemerkenswertesten und außergewöhnlichsten Beziehungen der Welt. Sie passten nicht nur im Privatleben, sondern auch im Berufsleben wunderbar zueinander.
Die beiden arbeiteten zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu fördern. Manuelas schauspielerisches Talent und ihr Sinn für Humor waren zwei der Dinge, die Connie am meisten an ihr schätzte. Connie bewunderte auch Manuelas Ehrgeiz und Originalität. Indem sie dieses Gleichgewicht aufrechterhielten, konnten die beiden weiter an ihrer gemeinsamen Vision arbeiten, ohne sich ablenken zu lassen, auch wenn sie schwere Situationen durchlebten. Auf den ersten Blick schienen die Umstände der Existenz von Manuela und Connie Reimann so friedlich und schön zu sein. Hinter den Kulissen stauten sich allmählich die Wolken. Die Kämpfe von Manuela und Connie Reimann und ihr unerwartetes Ende. Spannungen, Missverständnisse und tiefe Enttäuschungen waren die treibenden Kräfte hinter dem, was für viele Zuschauer, wie das ideale Paar, ein negativer Umstand zu sein schien. Es fing langsam an. Die beiden Paare waren durch die immer strenger werdenden Arbeitszeiten, die ständigen Auftritte vor der Kamera und die Erwartung der Öffentlichkeit, ein makelloses Familienleben darzustellen, stark belastet. Manuela fühlte sich zunehmend in die Enge getrieben, da sie darum kämpfte, die Erwartungen der Medienwelt zu erfüllen und gleichzeitig ihren persönlichen Bedürfnissen als Mutter und Geschäftsfrau gerecht zu werden. In dieser Zeit wurde ihr auch bewusst, dass Connie immer häufiger an seinen Arbeitsplatz flüchtete und weniger Zeit mit seiner Familie verbrachte. Keine größeren Unstimmigkeiten. Im Laufe der Zeit eskalierten die Meinungsverschiedenheiten darüber, wer für das Haus zuständig sein sollte, wie die Kinder erzogen werden sollten und welche Geschäftsideen verfolgt werden sollten, immer mehr zu heftigen Auseinandersetzungen. Die zärtlichen Blicke, die sie sich früher zuwarfen, wurden seltener. Obwohl man von außen noch Lachen und Freude hören konnte, wurde die Kluft zwischen ihnen immer größer. Im Jahr 2015 erlitt die Familie einen verheerenden Schicksalsschlag, der die Situation noch weiter verschärfte. Während eines Drehs in Texas erlitt Connie einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Nach der Diagnose eines stressbedingten Burnouts kam das gesamte Familiengefüge völlig zum Erliegen. Manuela übernahm nicht nur die Leitung des Familienunternehmens, sondern unterstützte ihren Mann auch weiterhin finanziell und emotional. Die Doppelbelastung zerrte an ihren Kräften. Weil Connie sich unverstanden und Manuela überfordert fühlte, kam es trotz aller Bemühungen immer wieder zu Unstimmigkeiten. Der Umgang mit der Medienpräsenz hat sich als äußerst schwierig erwiesen. Obwohl die Zuschauer ein angenehmes Bild sehen wollten, ist der Frieden, der hinter den Kulissen herrschte, zerbrochen. Es gab immer wieder Berichte über Meinungsverschiedenheiten und Entfremdungsgefühle. Manuela fiel es schwer zu bestimmen, wie viel von ihrem eigenen Schmerz sie zu verantworten hatte, und sie hatte häufig das Gefühl, missverstanden zu werden. Connie, die sich mehr Privatsphäre wünschte, wurde durch die Entscheidung, weiterhin vor der Kamera zu stehen, obwohl die Ehe in einer Krise steckte, unruhig. Sie wurde zum ständigen Begleiter, zum stillen Zeugen der sich abzeichnenden Trennung, und die Kamera wurde zu einem ständigen Freund. Manuela Reimann. Die Dame, die einst mit ihrem strahlenden Lächeln und einer scheinbar idealen Familie die Herzen von Millionen von Reality-TV-Fans eroberte, hat nach Jahren des Schweigens und der Selbstbeschränkung im Alter von 56 Jahren endlich ihre innere Mauer eingerissen. Sie sprach über Gedanken, die sie lange Zeit verdrängt hatte, und zwar in einem exklusiven Interview, das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus für Aufsehen sorgte. Zu Beginn verriet Manuela, die für ihre direkte und ehrliche Art bekannt ist, dass sie ihr erster Ehemann und der amerikanische Vater ihrer beiden Kinder war. Sie erklärte jedoch auch, dass sie trotz ihrer mehr als 20-jährigen Ehe mit Connie Reimann ihren ersten Ehemann nie wirklich vergessen hat. Ihr Ton war freundlich, als sie erklärte, dass es Momente gibt, in denen man die Liebe in seinem Herzen trägt, die man nicht einfach abschalten kann. Selbst wenn das Leben dich auf verschiedene Wege führt, wird ein Teil von dir immer mit der ersten großen Liebe verbunden sein, die du je hattest. Fans und Medienvertreter waren sehr neugierig, als diese Information bekannt wurde. Einige andere hatten den Verdacht, dass sie lediglich nach einer vernünftigen Erklärung suchte, um die Tatsache zu rechtfertigen, dass sie bereits in einer Beziehung mit einem anderen Mann war. Andere wiederum interpretierten ihren Mut, die Wahrheit zu sagen, als Beweis für ihre Aufrichtigkeit und bewunderten ihre Stärke. Schon kurze Zeit nach dem Interview war die Neugierde auf das Privatleben von Manuela Reimann. Sie soll einen neuen Bekannten getroffen haben, einen charmanten Geschäftsmann aus Kalifornien, der sie nicht nur emotional unterstützt, sondern auch ihre Ambitionen in der Geschäftswelt anerkennt. Diese Information stammt von Personen, die mit der Situation vertraut sind. Die öffentliche Erklärung ihrer unerwiderten Liebe zu ihrem ersten Ehemann sei hingegen nur ein Vorwand für sie gewesen,
um sich diskret auf die neue Beziehung vorzubereiten, so die Meinung vieler, die ihr kritisch gegenüberstanden. Die Familie Reimann selbst hat sich anfangs gegenüber den Gerüchten bedeckt gehalten, was durch die Neugierde nur noch weiter vereinfacht wurde. Doch was steckt wirklich hinter diesem öffentlich gemachten Geständnis? Es kursieren Gerüchte, dass Manuela seit einigen Jahren mit sich selbst kämpft. Die Suche nach einem goldenen Mittelweg zwischen Liebe, Familie und persönlicher Erfüllung ist etwas, mit dem sie ständig ringt. Ihre Äußerungen sind nicht das Ergebnis einfacher Ausrutscher, sondern einer tiefgreifenden Selbstbeobachtung, die sie unternommen hat, um die bereits verheilten Wunden zu heilen und Platz für Neues zu schaffen. Es wird vermutet, dass Manuela in vertraulichen Gesprächen häufig über die Zeit nach ihrer letzten Ehe gesprochen hat, in der sie sich neu orientieren musste. Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, dazu noch Mutter und Unternehmerin. Auch wenn sie sich bewusst war, dass ihre Zukunft woanders lag, diente ihr die Liebe zu ihrem ersten Mann damals als eine Art Anker, der ihr Halt gab, wenn sie ihn brauchte. Es wird angenommen, dass die neue Bekanntschaft, die Marseille, die ihre sein soll, jemand ist, der nicht nur ihre Geschichte akzeptiert, sondern sie auch in ihren gegenwärtigen Ambitionen unterstützt. Dies soll bei der Marseille der Fall sein. Außerdem heißt es, dass sie bei der Planung neuer Projekte im Bereich sozialer Initiativen und nachhaltiger Mode zusammenarbeiten. Themen, die für Manuela schon seit langem von Bedeutung sind. Das Leben und die Veränderung von Manuela Reimann. Komplementär und harmonisch sind die Ausdrücke, mit denen Freunde die Beziehung zwischen den beiden beschreiben. Eine Arbeitsbeziehung, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und der Verfolgung gemeinsamer Ziele beruht. Es hat den Anschein, dass Manuela ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnt, das ihr die Kraft gibt, ihre Vergangenheit ehrlich und offen anzusprechen. Die Fangemeinde war in zwei Gruppen geteilt, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Trotz der Tatsache, dass viele Menschen Manuelas Ehrlichkeit bewunderten und dass Manuela ihre Hingabe beibehielt, haben einige Personen ihre Unzufriedenheit oder Ratlosigkeit über den neuen Weg, den Manuelas Leben genommen hat, zum Ausdruck gebracht. Um genauer zu sein, gingen die Medien direkt auf das Problem ein, verbreiteten Gerüchte und spekulierten über die Auswirkungen, die diese Akzeptanz auf die Beziehungen haben würde, die innerhalb der Familie Reimann bereits vorhanden waren. Auf der anderen Seite zeigte sich Manuela unbeeindruckt von der Situation. In einer Erklärung, die sie in den sozialen Medien veröffentlichte, sagte sie, jeder Mensch hat eine Geschichte, und sie vermittelte dieses Gefühl. Mein Leben ist eine Reise, die ehrlich, verletzlich und voller Hochs und Tiefs ist. Ich hoffe, dass ich durch den Mut, diese Wahrheit zu kommunizieren, auch andere dazu motivieren kann, sich selbst anzunehmen mit allen Unzulänglichkeiten und Hoffnungen, die damit verbunden sind. Die Lebensgeschichte von Manuela Reimann ist nicht nur eine bekannte Fernsehfigur, sondern hat auch eine Fülle anderer Aspekte. Die Frau, die sie ist das Porträt einer Frau, die erkannt hat, dass das Leben kein geradliniger Weg ist, sondern eine aufregende Reise voller unerwarteter Entdeckungen, schmerzhafter Erkenntnisse und Möglichkeiten für optimistische Neuanfänge. Sie beweist der Welt, dass es nie zu spät ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, die Vergangenheit zu akzeptieren und mit offenem Herzen in die Zukunft zu blicken, auch wenn sie schon 56 Jahre alt ist. Sie ist ein lebendiges Beispiel dafür, unabhängig davon, ob ihre neue Liebe ein echter Mensch ist oder ob sie sich nun neuen Herausforderungen stellen muss, bleibt das Thema interessant. Eines kann jedoch mit absoluter Sicherheit gesagt werden: Eine Frau, die sich nicht scheut, ihr Leben in all seinen Komplikationen darzustellen, ist Manuela Reimann nach wie vor, wie sie sich selbst beschreibt. Nachdem Manuela Reimann mit ihrer offenen Akzeptanz der Situation für Schlagzeilen gesorgt hatte, verschwand sie zunächst für einige Wochen aus der Öffentlichkeit. Dies geschah einige Zeit, nachdem sie Schlagzeilen gemacht hat. Diese Zeit der Reflexion war für sie unerlässlich, um zu begreifen, was sie durchgemacht hatte und um ihren künftigen Weg neu zu bestimmen. Es wurde berichtet, dass Manuela in dieser Zeit sehr viel Zeit in der Natur verbrachte, meist an den ruhigen Stränden von Hawaii, wo sie immer wieder neue Energie tanken konnte. Diese Aufnahme wurde von Freunden und Bekannten von Manuela gemacht. In privaten Gesprächen erzählte sie sowohl von ihren Sorgen als auch von ihren Hoffnungen aus ihrer Sicht. Die Unvorhersehbarkeit, wie ihr Umfeld und vor allem ihre Familie auf die neuen Entwicklungen reagieren würden, belastete sie sehr. Ihre Familie war von dieser Ungewissheit besonders betroffen. Im Gegensatz dazu hatte sie ein plötzliches und unerwartetes Gefühl der Leichtigkeit in ihren Gefühlen.
Das Gefühl, endlich befreit zu sein, seine tatsächlichen Gefühle mitteilen zu können, ohne sie dabei verbergen zu müssen, ist eine Erfahrung, die als befreiend empfunden wird. Als Manuela versuchte, ihre Position in der Öffentlichkeit wiederherzustellen, hatte sie es nicht leicht. Sie war sich voll und ganz bewusst, dass jede ihrer Aktivitäten genauestens überprüft wurde, weil sie eine bekannte Persönlichkeit war. Dessen war sie sich sehr wohl bewusst. Andererseits wollte sie ihre Rolle dieses Mal mit einem höheren Bewusstsein angehen. In den Jahren, in denen sie im Reality-Fernsehen aufgetreten war, hatte sie ein Verständnis dafür entwickelt, wie schnell intime Begegnungen vermittelt werden können. Daraus zog sie den Schluss, dass sie in Zukunft nicht nur offener, sondern auch selektiver kommunizieren würde. Eine wahrheitsgetreue Darstellung, die nicht nur hervorragende Passagen enthält, sondern auch Schwächen und Zweideutigkeiten in der Struktur der gesamten Erzählung aufzeigt. Das war ihr Ziel. Dieser innovative Ansatz weckte das Interesse einer großen Zahl von Anhängern, die sich mit Manuela verbunden fühlten und den Mut lobten, den sie bewies. Neben der neuen Richtung, die sie in der Wirtschaftswelt einschlagen will, investiert Manuela schon seit geraumer Zeit in soziale Projekte. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen ist es ihr ein großes Anliegen, vor allem Frauen zu unterstützen, die nach einer Trennung oder einer persönlichen Krise einen Weg zurück ins Leben suchen. Sie möchte vor allem Frauen helfen, die nach einem Weg zurück ins Leben suchen. Ihr Ziel ist es, Ermutigung und Unterstützung in einem praktischen Umfeld zu bieten, und sie erreicht dies durch die Koordinierung von Mentoring-Programmen und Seminaren in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Organisationen. Ihrer Meinung nach ist es für Frauen von größter Bedeutung, ihre eigenen Stärken zu erkennen und selbstständig handeln zu können. Darüber hinaus arbeitet Manuela intensiv an der Entwicklung ihrer eigenen Modellinie, deren Schwerpunkt auf einer ethisch und ökologisch verantwortungsvollen Produktion liegt. Der Antrieb für die Inspiration zu diesem Projekt war ihre langjährige Begeisterung für Mode, verbunden mit dem Wunsch, Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft zu übernehmen. Dieses Projekt wurde von ihrem Wunsch inspiriert, beides zu tun. Die Lebensumstände von Manuela sind nach wie vor herausfordernd, auch wenn sich die Dinge zum Besseren gewendet haben. Obwohl sie im Moment eine gute Beziehung zu Conny haben, stoßen sie sich immer wieder voneinander ab, weil sie sich in der Vergangenheit gegenseitig verletzt und sich gegenseitig Verpflichtungen auferlegt haben, vor allem in Bezug auf die Kinder. Ein weiteres heikles Thema ist das empfindliche Gleichgewicht, das zwischen neuer Liebe und Respekt vor der Vergangenheit gefunden werden muss. Manuela hat großen Wert auf die Bedeutung ihrer Ehrlichkeit und Offenheit gelegt. Nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber der Umgebung, in der sie lebt. Haben Sie sich schon einmal selbst verloren, während Sie den Traum eines anderen unterstützt haben? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren. Ihre Geschichte könnte andere inspirieren. Gefällt Ihnen dieses Video? Wenn Sie Ihr Mut berührt hat, abonnieren Sie es, um weitere herzergreifende Geschichten zu erfahren, und teilen Sie es mit jemandem, der es hören muss.